Paula in der Schweiz. Paula ist 24 Jahre alt und wohnt in Köln, in Deutschland. Sie hat 2 Wochen Urlaub und möchte in die Schweiz reisen. Sie liest viele Reiseführer und schaut sich Videos im Internet an. Sie sagt, ich will die Berge sehen und wandern gehen. Ihre Mutter ist ein bisschen besorgt, aber Paula ist aufgeregt. Sie bucht ein Hotel in Luzern, eine schöne Stadt am Vierwaldstätter See. Außerdem kauft sie ein Bahnticket von Köln nach Luzern. Sie packt ihren Koffer, Kleidung für warmes und kühles Wetter, Wanderschuhe, eine Regenjacke, eine kleine Apotheke und natürlich ihre Kamera. Sie plant auch ein kleines Tagebuch zu schreiben. Am Montag fährt Paula mit dem Zug. Die Fahrt dauert etwa 6 Stunden. Paula schaut aus dem Fenster und sieht Wälder, Wiesen und kleine Dörfer. Kurz vor der Schweizer Grenze zeigt sie ihren Ausweis. Dann kommt sie in Luzern an. Der Bahnhof ist modern und ordentlich. Paula kauft sich eine Tageskarte für den öffentlichen Verkehr. Dann geht sie zum Hotel O Alpenblick, das sie im Internet gebucht hat. An der Rezeption begrüßt sie eine nette Frau. Grüezi, haben Sie reserviert? Paula antwortet, ja, mein Name ist Paula Krüger. Sie bekommt den Zimmerschlüssel und fährt mit dem Aufzug in den 3. Stock. Das Zimmer ist sauber und gemütlich. Paula stellt ihren Koffer ab und ruht sich kurz aus. Am Nachmittag macht Paula einen Spaziergang durch Luzern. Die Stadt liegt am Vierwaldstätter See und hat eine historische Altstadt. Paula bewundert die Kapellbrücke, eine alte Holzbrücke mit vielen Blumen. Sie sieht Touristen, die Fotos machen, und Einheimische, die spazieren oder einkaufen gehen. Paula überquert die Brücke und entdeckt enge Gassen mit Geschäften und Cafés. Sie riecht frische Waffeln und Kaffee. An einem Souvenirstand kauft sie eine Postkarte für ihre Mutter. Ich schreibe später einen Gruß, denkt sie. Dann findet sie ein kleines Café am Fluss und bestellt einen Eistee. Sie beobachtet die Menschen und fühlt sich glücklich. Am nächsten Tag plant Paula einen Ausflug zum Pilatus, einem Berg in der Nähe von Luzern. Sie nimmt das Boot über den See bis nach Alpnachstad. Das Wasser glitzert in der Sonne und die Luft ist frisch. Am Ufer sieht sie Schwäne und kleine Boote. In Alpnachstad steigt sie in die steilste Zahnradbahn der Welt. Die Bahn fährt den Berg hinauf. Paula blickt aus dem Fenster und sieht Felsen, Bäume und Kühe auf den Wiesen. Nach etwa 30 Minuten ist sie auf dem Gipfel. Von oben hat Paula einen fantastischen Blick über die Berge und den See. Sie macht viele Fotos und sagt laut, »Wow, ist das wunderschön!« Auf dem Pilatus gibt es auch einen Kletterpark und einen Drachenweg. Paula ist ein wenig ängstlich, aber sie möchte etwas Abenteuer erleben. Im Kletterpark bekommt sie einen Helm und ein Sicherheitsseil. Sie balanciert über schmale Brücken und seilt sich von kleinen Plattformen ab. Ihr Herz klopft schnell, aber sie lacht vor Freude. Andere Touristen sind ebenfalls aufgeregt und feuern sich gegenseitig an. Nach einer Stunde ist Paula müde, aber stolz. Sie kauft sich eine Flasche Wasser und setzt sich auf eine Bank, um den Blick zu genießen. Später fährt sie mit der Seilbahn wieder hinab und denkt, das war ein unvergesslicher Tag. Abends lernt Paula im Hotel 2 junge Frauen kennen. Anna aus Italien und Laura aus Spanien. Sie sind Rucksacktouristinnen und übernachten in einem Mehrbettzimmer. Trotzdem treffen sie Paula in der Lobby des Hotels, wo es WLAN und Sofas gibt. Anna spricht ein bisschen Deutsch, Laura lernt erst. Gemeinsam reden sie auf Englisch und lachen viel. Sie tauschen Reisetipps aus. Anna möchte nach Zürich, Laura fährt weiter nach Interlaken. Paula sagt, morgen möchte ich die Altstadt genauer erkunden und das Löwendenkmal besuchen.
Die beiden finden es spannend und schlagen vor, am nächsten Tag zusammen loszugehen. Am Morgen treffen sich die drei zum Frühstück im Hotel. Es gibt Brötchen, Käse, Marmelade und Kaffee. Dann gehen sie zu Fuß in die Altstadt von Luzern. Anna ist begeistert von den bemalten Hausfassaden. Laura macht Fotos von einer alten Uhr an einem Turm. Nach einer Weile kommen sie zum Löwendenkmal, einem großen Löwen, in einen Felsen gehauen. Er erinnert an die Schweizer Soldaten, die in der Geschichte gefallen sind. Die Stimmung ist ruhig und etwas ernst. Die drei Freundinnen lesen die Informationstafeln. Danach laufen sie weiter und halten an einem Süßigkeitenladen, wo sie Schweizer Schokolade probieren. Alle sind begeistert und kaufen kleine Tafeln als Mitbringsel. Zu Mittag möchten Anna, Laura und Paula die Schweizer Küche kosten. Sie finden ein Restaurant in der Nähe des Sees. Anna probiert Rösti, ein Gericht aus geriebenen Kartoffeln, gebraten in einer Pfanne. Laura bestellt Elbler-Magronen, eine Art Nudelgericht mit Käse, Kartoffeln und Zwiebeln. Paula wählt Fondue, da sie den geschmolzenen Käse sehr mag. Während des Essens sprechen sie über ihre Länder und Kulturen. Anna erzählt von der italienischen Küche, Laura schwärmt von der spanischen Paella. Paula sagt: In Deutschland esse ich gerne Schnitzel und Bratwurst, aber hier in der Schweiz ist das Essen auch ganz wunderbar. Alle lachen und sind satt und glücklich. Am 4. Tag beschließen die drei, gemeinsam nach Bern zu fahren, die Hauptstadt der Schweiz. Sie nehmen den Zug und fahren etwa 1 Stunde. In Bern angekommen, sehen sie sofort die Aare, den Fluss, der durch die Stadt fließt. Sie spazieren durch die Altstadt mit den Laubengängen. Paula findet die Züdglocke, den alten Uhrturm, sehr interessant. Zu jeder vollen Stunde bewegen sich kleine Figuren und machen Musik. Anna und Laura machen viele Fotos. Dann besuchen sie kurz das Bundeshaus, das Parlament. Sie können nicht hinein, aber bewundern das Gebäude von außen. Bern hat ein Wahrzeichen: den Bärenpark. Dort leben echte Bären, die man von einer Plattform aus beobachten kann. Anna sagt: Die Bären sehen gemütlich aus, aber sie sind auch stark. Wir müssen Abstand halten. Danach gehen sie an der Aare entlang und sehen viele Leute, die schwimmen oder in Gummibooten fahren. Laura möchte auch ins Wasser, aber sie hat keinen Badeanzug dabei. Paula sagt: Vielleicht ein anderes Mal. Gegen Abend nehmen sie wieder den Zug zurück nach Luzern. Sie sind müde, aber zufrieden. Am 5. Tag wachen Paula, Anna und Laura früh auf, denn sie wollen wandern. Mit dem Bus fahren sie zu einem Bergdorf in der Nähe von Luzern. Die Wanderwege sind gut ausgeschildert. Paula hat Karten aus dem Internet dabei. Sie wandern durch grüne Wiesen mit Kühen. Die Glocken der Kühe klingen melodisch. Die Luft ist klar und die Sonne scheint. Nach 2 Stunden Aufstieg erreichen sie einen Aussichtspunkt mit einer kleinen Hütte. Dort gibt es kühle Getränke und eine einfache Mahlzeit. Alle ruhen sich aus und genießen den Panoramablick. Berge, Täler und ein paar Dörfer in der Ferne. Plötzlich ziehen dunkle Wolken am Himmel auf. Ein Gewitter kündigt sich an. Anna ist ein bisschen besorgt. Paula sagt: Wir haben Regenjacken dabei, kein Problem. Laura lacht, aber sie spürt schon die ersten Regentropfen. Kurz darauf regnet es stark und es donnert. Die drei suchen Schutz in der Hütte. Dort sind auch andere Wanderer. Sie trinken Tee und warten, bis das Gewitter vorüberzieht. Nach einer halben Stunde wird es wieder heller. Der Regen hört auf und ein schöner Regenbogen erscheint am Himmel. Alle sind erleichtert und machen tolle Fotos. Am Nachmittag kehren sie nach Luzern zurück. Sie sind ein bisschen nass und erschöpft, aber sehr glücklich über das Naturerlebnis. Im Hotel duschen sie und ziehen trockene Kleidung an.
Dann trifft sich Paula mit Anna und Laura in der Hotellobby, um den Tag zu planen. Die beiden wollen Souvenirs kaufen. Paula möchte lieber einen Wellnessbereich besuchen. Schließlich entscheiden sie gemeinsam. Erst gehen sie in ein schönes Ladenviertel, dann gönnen sie sich ein Spa oder ein Schwimmbad. So findet jede etwas, was sie mag. Anna kauft Schweizer Käse und eine kleine Holzkuh als Andenken. Laura wählt Postkarten und ein T-Shirt mit einem Aufdruck von Luzern. Paula findet ein typisches Schweizer Sackmesser in Rot mit dem weißen Kreuz. Danach besuchen die drei ein Hotelspa mit Sauna und Hallenbad. Sie entspannen sich, reden und lachen. Laura sagt: „Ich liebe das warme Wasser." Anna ist von der Sauna begeistert. Paula sagt: „Nach dem Wandern und dem Regen fühle ich mich jetzt so erholt." Der letzte Abend in Luzern ist gekommen. Paula lädt Anna und Laura in ein Restaurant am See ein. Sie sitzen draußen, es ist angenehm mild. Die Berge im Hintergrund sind in das Abendlicht getaucht. Als Vorspeise gibt es eine Suppe mit Kräutern, dann bestellen sie nochmal Rösti und Käsefondue. Zum Nachtisch wählen sie Meringues mit Schlagrahm, eine Schweizer Spezialität. Dabei stoßen sie mit einem Glas Wein an. Paula sagt: „Ich bin so froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ich werde diese Reise nie vergessen." Anna und Laura lächeln und stimmen zu. Am nächsten Morgen heißt es Abschied nehmen. Paula hat ihren Koffer gepackt und checkt im Hotel aus. Sie umarmt Anna und Laura. Die beiden reisen weiter durch die Schweiz, während Paula zurück nach Köln muss. Sie sagt: „Danke für die tolle Zeit. Besucht mich doch mal in Deutschland." Anna und Laura nicken und tauschen Telefonnummern aus. Gemeinsam gehen sie zum Bahnhof. Dann steigen sie in ihre verschiedenen Züge und winken sich zum Abschied. Paula sitzt im Zug nach Deutschland und blickt auf die schönen Fotos auf ihrem Handy. Während der Rückfahrt denkt Paula an alle Erlebnisse: den Pilatus, das Gewitter in den Bergen, das leckere Essen, die lustigen Abende mit Anna und Laura. Sie schreibt in ihr Tagebuch und klebt eine Postkarte von Luzern hinein. Sie fühlt sich dankbar für die schöne Zeit. „Ich komme bestimmt wieder in die Schweiz", sagt sie leise zu sich selbst. Dann hört sie Musik und sieht, wie die Landschaft an ihr vorbeizieht. Sie freut sich aber auch auf ihr Zuhause in Köln, auf ihre Familie und ihre Freunde. Paulas Mutter wartet am Bahnhof in Köln. Sie umarmt ihre Tochter und sagt: „Willkommen zurück. Wie war deine Reise?" Paula lächelt. „Es war fantastisch. Ich habe neue Freunde gefunden und viel entdeckt." Zu Hause packt Paula ihre Sachen aus. Sie zeigt ihrer Mutter das Sackmesser, die Fotos und erzählt vom Kletterpark auf dem Pilatus und dem Bärenpark in Bern. Die Mutter lacht und sagt: „Das klingt wunderbar. Ich bin froh, dass alles gut ging." In den nächsten Tagen ist Paula oft bei ihrer Familie. Sie backen zusammen einen Kuchen und sehen sich die Urlaubsfotos an. Die Großeltern sind besonders interessiert an den Bergen und fragen: „War es nicht zu gefährlich?" Paula erklärt: „Nein, es war alles sehr gut organisiert und sicher. Aber es war natürlich aufregend." Sie erzählt auch von der Schweizer Gastfreundschaft, von freundlichen Menschen, die ihr geholfen haben, wenn sie Fragen hatte. „Ich habe mich immer wohlgefühlt", sagt Paula zufrieden. Nach ein paar Tagen Ruhe hat Paula wieder Alltag. Sie geht zurück zur Arbeit in einem Büro, doch sie spürt, dass sie jetzt motiviert und entspannt ist. Sie denkt oft an die Schweiz, an Anna und Laura. Eines Tages schreibt sie den beiden eine Nachricht: „Hallo, wie geht es euch? Habt ihr noch Spaß in der Schweiz?" Anna antwortet aus Zürich, Laura ist in Interlaken. Beide sind glücklich und teilen Fotos. Paula beschließt, bald wieder eine Reise zu machen. Vielleicht besucht sie Anna in Italien oder Laura in Spanien. Sie sagt zu sich selbst: „Reisen macht mich glücklich
und ich habe noch so viel zu sehen auf der Welt.